Amen. Amen. We're asked the question why we choose 1863 as the second advent for the Millerite history. Wir behandeln die Frage, warum 1863 die Wiederkunft in der Millerzeit hätte sein können. And we went to the book Evangelism, Und da sind wir dann zu dem Buch Evangelisation gegangen, page 694. Seite 694. And what did we see? Und was haben wir dort gesehen? The first thing that we noticed. Was war das Erste, was wir festgestellt haben? We went to Testimonies of the Church, Volume 2. Wir sind parallel zu zweiter Band der Zeugnisse gegangen. This is EV 694.2. Wir befinden uns auf Seite auf 694 Absatz 2 aus dem Buch Evangelisation. The subsection title is called The Reason for the Delay. Und die Unterüberschrift hier lautet der Grund für seinen Verzug. And there are a number of Spirit of Prophecy quotes that explain the reason for this delay. Und dann folgen einige Zitate, die den Grund für seinen Verzug erklären. So if we could summarize what we learned, Können wir hier zusammenfassen, was wir hier gelernt haben? the reason for the delay is what? Der Grund für den Verzug stellt sich wieder. Sister Cassie, what's the delay, the reason for it? We weren't ready for him to come back. We weren't ready. Wir waren noch nicht vorbereitet. Why were we not ready? Warum waren wir nicht vorbereitet? You picked that up from the first quote, I presume. Ich nehme an, dass du das von dem ersten Zitat entnimmst. So it's not just the first quote, just the overall general impression from all of these references. Why the delay? Warum ein Verzug? Und jetzt bitte alle Zitate, die wir in dem Zusammenhang gelesen haben, Why betrachten. are we not ready? Sister Sue Ellen? Well, it Try said, not to look at any of the quotes. Okay. Just try to think about it. I know it said because God is unwilling to have anyone perish Gott because möchte he's nicht, not dass ready. irgendjemand umkommt. That's what it says in the first quote. So heißt es im Zitat. But I just want to get an But now overarching you have idea of why what we aren't ready. the issue was. Das sagt es aber noch nicht. Das bezieht es noch nicht alle Zitate mit ein. Well, so many people didn't really understand Viele haben es nicht verstanden. what the message is. Haben die Botschaft nicht verstanden? Which people? Welche God's Leute? people. Gottes Volk. Okay. Sister Kathy? Well, the first quote we said shows his mercy, but the others Also das showed erste Zitat zeigt seine Gnade, aber die anderen, that God's people weren't doing their job. dass Gottes Volk ihre Aufgabe nicht gemacht hat. They had So we'll go with that. Okay. The reason why there's been a delay is because we haven't done what we were supposed to do. It's our fault. Der Grund, warum es einen Verzug gibt, ist, weil wir unsere Arbeit nicht getan haben und das ist unsere Schuld. I think to me that was the general overarching principle or idea that we got from these quotes. Und ich glaube, das ist so dieser Grundgedanke oder dieser Leitgedanke durch diesen ganzen Zitaten hindurch. And what we have to stop doing is what? What do we have to stop doing? Was müssen wir aufhören zu tun oder was sollten wir nicht mehr tun? Sister Shemaine? Thinking, What are we inclined to do all the time? Wozu neigen wir denn zu tun? help because I don't remember. Entschuldigungen zu versuchen.
And what's the excuse that we're making? Und was ist das Entschuldigung? Is one. Whose fault is that? Wessen Schuld ist es denn, wenn wir die Botschaft nicht verstehen? It's our fault for not studying more. Whose fault is that? Wessen Schuld ist das? An excuse means we justify ourselves. So whose fault is Eine that? Entschuldigung bedeutet, wir rechtfertigen uns, blame? uns selbst. God. Do we You gotta blame speak God? up. They can't Do even we hear. blame God I'm asking you. because He's not making it clear enough? Also wir geben Gott die Schuld, weil er es nicht deutlich genug sagt. We But- blame God because 1 second. Brother Jim, Yeah, I think that, try speaking to the mic if you're able Okay. to. Or we can move the mic if it's in the wrong Tape. place. let's take down, but, Yeah, we can. kind of forgot what I was gonna say. Try gather your thoughts, Sister Tamina. I was thinking, what was the question again you said? Was Okay. war nochmal die Frage? Sister Swellen, what was your answer again? Was war deine Antwort zu Sister Ellen? Swain blame- didn't hear it. We blame God Also wir geben Gott die Schuld, because He didn't make the message clear enough. weil er die Botschaft nicht deutlich genug gesagt hat. So we'll leave the reason of why we blame him to one side. Also der Grund, warum wir ihm die Schuld geben, lassen wir jetzt mal außer Acht. Sometimes we blame Satan. Manchmal beschuldigen wir auch Satan. So we're blaming other people, not ourselves. Also anyway. wir geben anderen die Schuld außer uns selbst. Well, we need to, I mean, we're blaming God, but we really need to blame ourselves. Also wir geben Yeah. Gott die Schuld, aber eigentlich sollten wir uns selber die Schuld geben. So, Sister Swain, did you get that then? we say that in class. What? What they said. Also- I remember. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das in der Unterricht so gesagt haben. I remember that Satan is stolen a march upon us because we are not doing the job. Ich erinnere mich, dass Satan uns eingeholt hat, weil wir unsere Aufgabe nicht gemacht haben. And after we went to the delay, Und danach sind wir zum Verzug I don't gegangen. remember this part. The overall perspective of these passages is that we're to blame. Also dieser Grundgedanke dieser ganzen Abschnitte ist, wer hat die Schuld? But the way people question what's going on Die Art, wie Leute nun Fragen stellen oder hinterfragen, was hier vor sich geht, is that we tend to hold God responsible for the delay. ist, dass wir Gott zur Rechenschaft ziehen für seinen Verzug. That's what we learnt from all of these passages. Das haben wir aus diesen ganzen Abschnitten entnommen. You okay with that? So this is just revising what we read. Also das ist einfach nur eine Wiederholung von dem, was wir gelesen haben. We have to take responsibilities, something like that, yeah? Yeah. Wir müssen Verantwortung übernehmen. I'm not even trying to comment on what we said. I'm just trying to get the feel of what these passages taught us. Ich möchte nicht mal sagen, was wir sagen, sondern betrachten, was dieser Abschnitt uns sagt. We know we blame God Wir wissen, dass wir Gott die Schuld geben, because what's the primary parable that we go to? denn was ist denn das erste Gleichnis, zu dem wir gehen würden? Sister Aileen? Uh, That blames God. I framed it in a difficult way Ich habe es jetzt andersrum gefragt oder die Frage anders gestellt, to make the answer harder for you to find. damit du ein bisschen nachdenken musst, um die Antwort zu finden. a parable that blames God. Also ein Gleichnis, das Gott anschuldigt. It's not a parable, it's the parable. It's the famous parable that we always use. Es ist nicht ein Gleichnis, sondern es ist das Gleichnis, das wir immer nutzen. But when we use a parable, we don't frame it that we're blaming him. Aber wenn Like wir 18:25. an das Gleichnis denken, dann sagen wir es nicht so, dass wir ihn schuldigen. Matthew 25, Matthäus 25, verse, Vers, you can look. jetzt kannst du schauen. So it's 1 to 13. Sind die Verse 1 bis 13. Tell me which verse Sag mir doch, welchen Vers directly blames God. direkt Gott anschuldigt. As you're looking, Während du nun suchst. it's because we don't frame it this way that we don't notice it. Wenn wir es so nicht ausdrücken, dann werden wir es so auch nicht in Erinnerung oder so auch nicht bemerken. And often this blame game is subtle that we don't even realize we're doing it.
Und manchmal ist dieses Spiel auch recht unterschwellig, dass wir das gar nicht bemerken. Vers 5. Why verse 5? Warum Vers 5? What have you seen in verse 5? Don't read the verse. Tell us what you've seen. Was siehst du denn in Vers 5? That the bridegroom is not coming. Dass der Bräutigam nicht kommt. Can we see that? Können wir das sehen? The way the parable is even framed, God gets the blame. So wie das Gleichnis aufgeschrieben ist, bekommt Gott hier die Schuld. Doesn't say the virgins got the time wrong. Es sagt nicht hier, dass die Jungfrauen die Zeit falsch verstanden haben. Didn't say the printers made a mistake on the invitation card. Es sagt auch nicht, dass der Drucker ein Problem oder einen Fehler gemacht hat mit der Einladungskarte, It says the bridegroom was late. sondern es sagt hier, dass der Bräutigam Verspätung hat. So even the way the parable is framed, it's he has to take the blame for this. Also selbst die Art, wie das Gleichnis geschrieben ist, muss Gott die Verantwortung dafür Now, of course, übernehmen. when we comment on this parable, we say there was no delay. I understand all of that. Jetzt aber wie aber nun unsere Zitate sind oder Aussagen sind, dass es keinen Verzug gab, das verstehe ich alles. But I wanted to show us how subtle this is. Was ich aber möchte, ist, dass wir erkennen, wie tiefgründig oder unbemerkt das alles gehen kann. Sister Kathy, you want to say something? Even though Ich wollte fragen, Matthew 25 is about the Lord coming, obwohl da nun Matthäus 25 um das Kommen des Herrn geht, would Matthew 13:27, when the servants asked the householder who did this, is another blame on the Lord? könnte man hier auch Matthäus 13, Vers 17 anziehen? I'm going to say no to that one. Ja, But Vers 27 anziehen, ich würde Nein sagen. I think the way, perhaps I'm just reactionary, because this is what people have done in the past. Also das haben Leute in der Vergangenheit gemacht und deswegen bin ich hier ein gebranntes Kind und sage lieber Nein. They turn these people into wicked servants, like Sie- blaming him. Sie verwandeln diese Diener in böse Diener und die anschuldigen. In fact, I think we brought this up in class a few weeks ago. It's subtle but clearer in Matthew 25. Aber in Matthäus 25 ist es viel deutlicher. No one had a problem with the delay Keiner hatte ein Problem mit dem Verzug. because the way the dynamic had been set up, Denn die Art, wie das aufgebaut war, delay was what and what was it not. It was something and it wasn't something else. da hat sich die Frage gestellt, was ist denn der Verzug und was ist er nicht? Oder was ist er nicht und was ist er? Jesus is coming in 63. Jesus kommt im Jahr 1863. The delay is not what? What is it not? Was ist der Verzug nicht? Delay means you're not coming on time. Also der Verzug bedeutet, dass du pünktlich kommst. Was meinst du? Everybody accepted that there was a delay Jeder hat akzeptiert, dass es einen Verzug gab, because we conceptualize delay in a certain way. weil wir den Verzug auf eine bestimmte Art erfassen. So I'm asking, what did we conceptualize the delay not to be? Deswegen frage ich jetzt, wie erfassen wir denn den Verzug oder was erfassen wir denn von dem Verzug, dass er nicht ist? It's coming in 63. Hier haben wir 1863 Give me a delay. und jetzt gibt mir einen Verzug. A date. Ein Datum. Parent delay or Meinst du einen The real offensichtlichen delay. Verzug? We'll go with 65. Wir sagen jetzt hier 1865. There's a delay. Da gibt es einen Verzug. That's not the delay that we conceptualized. Das ist nicht den Verzug, an den wir denken. Regardless what Ellen White means, we didn't conceptualize delay this way. Egal nun, wie Ellen White da denkt, wir haben es so nicht verstanden. How did we conceptualize delay? Wie haben wir den Verzug erfasst? No, us. We conceptualized it come in 1863. Also wir haben so verstanden, dass er Ja, 1863 past kommt. that. He's coming then.
Also er kommt an diesem Datum There's a delay, we know that. und dann gibt es einen Verzug, das wissen wir. When we looked at the delay, Als wir uns diesen Verzug angeschaut haben, we didn't say, oh, he could have come in 65. da hätten wir auch sagen können, naja, hätte er auch 1865 kommen können. Wir haben gesagt, sie waren die erste Generation And so we're the fourth generation, so he must come in our. und wir sind die vierte Generation. So the way we conceptualize delay, Die Art, wie wir Verzug erfassen oder verstehen, he would have come in their history, er würde in ihrer Geschichte kommen, and now he's going to come in our history. aber jetzt kommt er in unserer Geschichte. And the date Und das Datum is ist immovable. For us, is it movable or immovable? Ist es für uns beweglich oder versetzbar oder festgelegt? It's immovable. Es ist festgelegt. So it's fixed. Es ist ein Fixdatum. And this is how we conceptualized what delay meant. Und so können wir verstehen, was ein Verzug bedeutet. Did Ellen White conceptualize it that way? Hat Ellen White es so verstanden? No. Nein. Why not? Warum nicht? What does she not have that we have, Sister Tamina? Was hat sie denn nicht, was wir haben? She doesn't have the writings of a prophet like we She have. doesn't have. The writings of a prophet like we do. Sie hat nicht die Schriften eines Propheten, so wie wir. Sure, she does. Natürlich. She has all the prophetic information she needs. Sie hat alle prophetischen Informationen, die sie braucht. I'm just basing that upon a principle. If she didn't, she'd be in a really difficult place. Also ich basiere das sage das auf Grundlage eines Prinzips, weil sonst wäre sie arm dran. And time, and we have time. Good. Sie hat keine Zeit, aber wir haben Zeit. She has no time. And we have time. Sie hat keine Zeit, aber wir haben Zeit. So it can be any day. Und somit kann es irgendein Tag sein. And for us, it can't be. Für uns kann das aber so nicht gelten. Question. Frage. Up there, I'm not sure what you did in the last classes, but up there you say for us it's fixed. Für uns ist es festgelegt. Wouldn't it also depend on what kind of job we're doing? Hängt es denn auch nicht davon ab, was für eine Arbeit wir machen? If we do a bad job, then Wenn it's wir, not fixed for us. Then, what are you wenn, going to wenn do wir then? eine schlechte Arbeitserfüllung machen, was ist dann? What I want you to do, Was ich möchte, dass du tust, give a call, a general call to the priests, mach einen generellen Aufruf für die Priester and tell everyone to go on strike. und sag jedem, dass er protestieren gehen soll. For 12 months. Und zwar jetzt für 12 Monate. And what do you think will happen? Was denkst du, was geschehen würde? You think we'll have to change the date for Panium? Denkst du, dass wir das Datum für Panium verändern müssen? Because that's what you just said. Das hast du ja gerade gesagt. You believe that? Glaubst du das? Well, I think we live the way that we. Just yes or no first and then explain. You believe that? If we all strike and don't work, the date will change. Wenn wir alle streiken und nicht arbeiten, glaubst du, dass sich der Tag verändern wird? Depends on God's So forbearance. you do believe it will change. Kommt drauf an, also glaubst du. No. So it won't change. Also verändert sich's nicht. Because I tend to think that God's forbearance is done in this generation. Ich glaube, dass Gottes Langmut vorbei ist oder rum ist in dieser Generation. Was 2014 flexible? War 2014 flexibel. Flexible in what Could be way? 13, could be 16 and a half. Hätte 13 oder 2013 oder 2016 sein können. No. Nein. So none of the dates are changeable then. Dann sind aber keine Daten veränderbar. Yeah. And you see, it's disconnected to your performance. Und sie sind von deiner Verfassung her unabhängig. I think also it depends on the mood of God. Ich denke, es hängt auch von dem Gemüt Gottes ab. His mood, Yeah. if he's in a good mood or bad mood. Ob er heute einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat.
beforehand he forbore and he delayed judgment. Vorher hat er schon, oder er hat schon mal das verzogen und das Gericht He, That- de- verzogen. he Was that a delayed good mood close. or a bad mood? Ist das ein guter oder schlechter Zug? It was the mood that he didn't want his people to perish. Es war das Gemüt, dass er nicht wollte, dass sein Volk zerstört wird. So, I don't know if you saw this class. Ich weiß nicht, ob du den Unterricht gesehen hast. When he went from the judges Wenn du von den Richtern to kings, zu den Königen this gehst, is an inaccurate drawing. It's not to scale. das ist natürlich jetzt keine maßstabsgetreue Zeichnung hier. What was he waiting for? Auf was hat er denn da gewartet? Dass sie ihre Aufgabe machen. And how long is he going to wait? Wie lange würde er jetzt warten? The date's fixed. Sind die Daten festgelegt? 490 years. Yes or no will do. Yeah. To what question? Are the dates fixed? Yeah. Sind die Daten festgelegt? Ja. So if they behave good or bad, the date's fixed. Wenn sie Ja. sich gut oder schlecht benehmen, die Daten sind unabhängig davon festgelegt, oder? And you frame it in the perspective that his depends on his mood. Und jetzt sagst du, dass es an seinem Gemüt hängt. And just add another generation and have a new line. Es sieht halt so aus, dass er nicht gerade eine weitere Generation anhängen kann und nochmal eine Reformlinie starten He kann. can or he can't. Kann I er don't know oder what kann you er said. nicht? It seems that from the Millerites to our time, No, it seems like he I mean can. this line here. Ich meine unsere Zeit. He can or he can't. Er kann oder er kann nicht. In that line, he's locked in. In, 'Cause- in unserer Linie kann er das nicht. So he's locked into this line, Yeah. Also er muss bei unserer Linie bleiben. but he's not locked into the Millerite line. Aber in die Miller-Geschichte an die Miller-Geschichte ist er nicht gebunden. Because they didn't do their job, Nein, and weil there's a sie, delay. nein, weil sie ihre Aufgabe ja nicht gemacht haben und da gab es einen Verzug. These people didn't do their job. Diese Leute haben ihre Aufgabe auch nicht gemacht. Yet there you had the fixed time prophecy. Da gab es ja auch noch eine festgelegte Zeitweissagung. As we did with the Millerites. So Yes. auch bei den Milleriten. So there's no difference. But Gibt es also keinen Unterschied. since then we don't have the time prophecies anymore. Seit dem Zeitpunkt haben wir auch keine Zeitprophezeiungen mehr. They Who all told you we don't? Hat dir denn gesagt, dass es keine mehr gibt? the angel, no more time. Der Engel, der sagt, es gibt keine And when it Zeit says mehr. the Which longest angel you referring to? Welchen Engel? Revelation 10, Offenbarung 10. What year is Revelation 10? In welchem Jahr ist denn Offenbarung 10? 1844, 1844. 1840. Is there time in 1840? Gibt es denn noch Zeit im Jahr 1840? Yes, till 1844. Ja, bis Yes, we'll do. 1844. And then you have Ellen So, White says, so just go with the angel. You can't say that the angel says there's no time and therefore there's no time because you've misread what that statement actually even means. Du kannst nicht den Okay, Engel fair zitieren und sagen, es gibt keine Zeit, obwohl da noch Zeit da ist. what's about the quote where Ellen White says that the time period's only extended to 1844? Was ist mit dem Zitat, wo Ellen White sagt, dass die Zeitperioden nur bis 1844 reichen? I believe that and so do you. Ich glaube das und ich denke, du glaubst das auch. So But since then, Aber- don't we reapply? Since 1863, don't we reapply those things? Tun wir diese Prophezeiung nicht seit 1863 einfach nur wieder anwenden? Because Christ should have come, Denn Christus hätte wiederkommen sollen, and he couldn't because of them. aber er konnte nicht wegen ihnen. And now we read the verses in our perspective Und jetzt lesen wir die Verse aus unserer Perspektive and prophesy according to our perspective. und geben eine Prophezeiung gemäß unserer Perspektive. sure, I agree with all of that. But my original question was, Ja, are these ich- dates fixed? And you ja. said they weren't fixed. Ich stimme dem überein, aber meine ursprüngliche Frage ist, sind diese Daten festgelegt oder nicht? So they were fixed for the Millerites too. Sie waren für die Milleriten, war es auch festgelegt. They didn't do their job, and God decided to say, okay, we delay. Sie haben ihre Arbeit nicht gemacht und dann hat Gott gesagt, dann verziehen wir So halt. he can do the same now. Du meinst, er kann das Gleiche heute auch noch machen? That's why I said it depends on the mood God is into. Das ist der Punkt jetzt, wo ich gesagt habe, es kommt auf das Gemüt Gottes drauf an. So your answer is yes, Also ist deine Antwort ja. he could do the same now. Also er könnte das Gleiche nochmal machen.
He could, but I think he chooses fine. not to. You don't Ich know denk- what he chooses Ich denke, er könnte, aber ich glaube, er wählt so nicht. unless you've got the mind of God. Außer du kannst in das Gehirn Gottes schauen. He reveals it to his prophets. Er tut es ja seinen Propheten offenbaren. Then that means he doesn't have a choice if he's already revealed it. Wenn er schon offenbart hat, dann hat er auch keine Wahl mehr, oder? I'm not sure if it's that black and white. Ich weiß nicht, ob es so schwarz und weiß ist. Then that means we may not be the final generation. Dann bedeutet das, dass wir womöglicherweise nicht die letzte Generation sind, If it's not Depends black on the and job white. we do. wenn es nicht schwarz oder weiß ist. So we're saying that this generation could pass. Wir sagen also, unsere Generation könnte vorübergehen. On Yes or no? Why? I don't know why you keep saying depends. there Sag is a einfach ja oder nein. possibility. Also So es just gibt die say yes then. Möglichkeit. Why do you have a problem in saying yes? Because that's what you're saying, but you don't want to say black and white. Warum zögerst du denn hier? Sag doch einfach ja oder nein. We may not be the final generation. We could not do our work, die, and our könnte- children will take up that Es work. könnte sein, dass wir unsere Aufgabe nicht erledigen, sterben und unsere Kinder machen weiter. Okay? So, if we are Wenn dem so ist, that generation, also if we are the generation that passes or the final generation. the final Wenn wir generation, die letzte Generation sind, are the dates flexible or delayable? sind da nun die Daten festgelegt oder flexibel? No. Everybody agree with that? So in Millerite history, were they flexible then? Waren sie damals flexibel? Nein. So, Ellen White says Ellen you can White sagt, delay and you can hasten. du kannst beschleunigen oder verziehen. We'll leave the hasten bit for a moment. Das Beschleunigen lassen wir mal für einen Moment außer Acht. Sister Shemaine, when Ellen White says the dates are delayable, Wenn Ellen White nun sagt, dass die Daten sich verziehen können, what did she mean? was meinte sie damit? Did she mean, Meinte sie damit, oh, we missed 63, oh, wir haben 1863 verpasst, we'll go for 72? jetzt schauen wir auf 1872. Or did she mean if you've missed 63, you have to wait until another line appears? Oder meinte sie, oh, du hast 1863 verpasst, jetzt musst du warten, bis eine weitere Linie aufkommt. Yes. Which one? If the event did not happen, another date we will have another date. Sorry? If the event is not happened in 1863, Also we will wenn have das- another one. Also wenn das Ereignis 1863 nicht geschieht, dann wird es ein weiteres geben. Do you agree with that? Stimmst du dem überein? This is the model we find yesterday, no? Das ist doch das Modell, was wir gestern gefunden haben, oder? No? Nein? I'm not agree. You ask me if I'm agree. Du fragst mich, ob ich übereinstimme. Yes, because 72. Can he come in 72? Hätte er 72 wiederkommen können. That's what Ellen White says. Das ist das, was Ellen White sagt. Didn't come in 63, come in 72, it's not a problem. Er kam Yes, 1863 nicht, also kommst du halt 1872. Do you agree with that? Stimmst du dem überein? for our generation, no. Do you agree with her? Stimmst du mit ihrer Generation überein? But But yes, that could- because this is what's happened for them. Ja, das ist ja das, was für sie geschah. We cannot change the history. Wir können doch nicht die Geschichte verändern. There's no history. Es gibt ja keine Geschichte. But All we can change is how we read her passage. Alles, was wir verändern können, ist, wie wir ihre Zitate lesen. Or you could say she's wrong. Oder man kann sagen, sie hat nicht recht. You have options. yes, Diese but the way Möglichkeiten hast du. she wrote is because it's attached to her experience. Die Art, wie sie schrieb, ist, da sie verbunden ist mit ihrer Erfahrung. Do you agree with her? Stimmst du mit ihr überein? In this dispensation, yes, but in our dispensation, it doesn't work this way. In ihrem Zeitalter ja, aber in unserem Zeitalter funktioniert das so nicht. Us, we have a fixed date, Wir ready or not. Wir haben ein fixes Datum, ob wir vorbereitet sind oder nicht. So when she wrote those passages, Als sie diese Passagen geschrieben hat, did she mean, meinte sie da, you just tell me A or B?
Sag mir einfach nur A oder B. Did she mean A Meinte sie A or B? oder meinte sie B? 1872 1872 or 20XX? oder 20XX? Which one did she mean? Welches meinte sie? What is the difference between? Sorry? I don't see the difference, but say 72A. 18XX or 20XX? Which one Also was es she? geht hier Which one did she mean? Was meinte sie? 18XX oder 20XX? She mean the A or B? A. A oder B? Everybody agree with that or disagree? Stimmt da jeder überein? Yeah. So you're saying Du sagst also, all those passages don't work now, all diese Abschnitte funktionieren jetzt nicht. Yeah. but they worked for her. Aber für sie haben sie funktioniert. Yes. Okay, with that, Sister Kathy? Stimmt zu dem überein? They work for her, but they don't work for us. Sie funktionieren für ihre Zeit, aber nicht für unsere. Yes, because the story will never end. Ja, weil die Geschichte wird sich ja, die If endet it's- ja nie. If it's this model, if it is this pattern, the story will never end. Wenn es dieses Muster hat, dann endet es nie, gibt es nie ein Ende. You agree with that, Sister Swan? Stimmst du dem Ellen überein? White meant A. Dass Ellen White A meinte? Christ can come 72, 3, Jesus hätte 81, anytime. zu jeglicher Zeit kommen können. I think I agree with that. Okay. Ich denke, ich stimme dem überein. Jonathan? I don't really get the point. You read all the quotes. We read them in class. Also wir haben doch all die Zitate gelesen. When she says delay, Wenn sie nun von einem Verzug redet, does she mean this kind of a delay? spricht sie da von diesem Verzug? Or does she mean, okay, you missed a date, everyone's going to die, and we'll do it 200 years later? Oder sagt sie dann, okay, du hast die Wiederkunft verpasst, jetzt wartest du 200 Jahre und dann probieren wir es What was nochmal. she thinking? Was dachte sie denn? I think she meant A. Okay, so you're getting that. She means A. Ja. And you agree with A. Stimmst du mit A überein? For us, Für uns. could we have an A? Könnten auch wir Option ein A. A haben. Just had a thought and I forgot it. So he was supposed to come in 63. Now he's supposed to come in 20XX. Also er sollte 1863 kommen und jetzt sagen wir, wir Because wissen's we nicht. misbehave, he's going to come in 20YY. There will be a delay. Und weil wir uns jetzt nicht richtig verhalten, könnte es auch 20YY sein. Does this option work for us? Funktioniert diese Option für uns? In theory, yes, but then the story never ends. So no? I don't know what theory means. Like, why isn't it just easy to say yes or no? Upon the testimony of two things established, so we've seen that more than twice, so could happen in our time as well. You've never seen it happen before. When have you seen it happen? The delay from 1863? He was meant to come here. Yeah. There was the delay, and did he come? No. You don't have a testimony then. He didn't come. There's no testimony. In fact, if you want a testimony, you go to the first Advent reference book. Desire Ages, Good. Do you remember the page? 30, 36, 2. 32. Paragraph 1. Sister Swen, can you paraphrase that? Or can you? Kannst du sagen, was auf Seite just a bit. 32 im Leben Jesu steht im Englischen? His something. Nur das, was wichtig ist. God's purposes Good. have no delay or cannot be hastened or delayed. Gottes Absichten können nicht verzogen oder verzögert werden, noch beschleunigt werden. And then the second sentence was really nice as well. Or the same sentence, the last bit of it. Und dann, was war der letzte Teil vom zweiten Satz noch? Sister Kathy, you remember?
don't remember. Can you find it, Sister Tamina? You read it for us? Paragraph 1. Yeah, read from, I think it's maybe the first sentence or first two sentences. Das sind die ersten zwei You've got a Sätze, glaube microphone there ich. if you're reading. Yeah? But like the stars, but like the stars in the vast circuit of their appointed path, God's purposes know no haste and no delay. Through the symbols of the great darkness in the smoking furnace, God revealed to Abraham the bondage of Israel in Egypt and had declared that the time of their sojourning should be 400 years. Continue. No, we'll leave it. And then it says, however someone tried to resist the time, change it equals not changeable. Oh, it's the end of the paragraph. You read it to us then, Sue. I think that's it. The coming of Christ has been determined. The hour of the coming of Christ has been determined. So it's all fixed. The testimonies are that it's fixed, that they're not flexible. Also die Zeugnisse sagen, dass alles festgelegt ist. Es ist nichts flexibel. So it's as Sister Tamina has said, Also so wie Tamina es schon sagte, we might not be the final generation. es kann sein, dass wir nicht die letzte Generation sind. Possible, we're not. Es ist möglich, dass wir es nicht sind. But seeing as we believe that we are, Aber da wir nun glauben, dass wir es sind, then in our history, dann we'll call it in our line, in our dispensation, sagen wir, dass in unserer Linie, in unserer Geschichte everything is fixed. alles festgelegt ist. It's not changeable. Es ist nicht veränderbar. The only way you can change it Die einzigste Art, wie du es verändern kannst, is by how can you get new dates? wie kannst du neue Daten bekommen? You have to have a new. Du brauchst eine. You didn't like my picture work before, remember? Du hast mein You have to have a Bild new nicht line. Du brauchst eine neue Linie. There has to be a new generation that can come. Es bedarf einer neuer Generation, die kommt. And the Sister Tamina was forced into accepting that, not she believed it, but forced into saying it in a black and white statement, in a forceful way. Da Tamina aber nun dazu gedrängt wurde, sich ganz schwarz auf weiß auszudrücken, It could happen again. dann könnte es nochmal geschehen. Now, I'm not saying I believe that it can. Ich sage jetzt nicht, dass ich glaube, dass es so sein wird oder kann. I believe Ich glaube, too many things have happened zu viele Dinge sind geschehen, for it to be in our generation, for it to be. for the end to be in our generation, for it to all finish. Also es sind zu viele Dinge schon passiert, als dass das Ende nicht mehr in unserer Zeit stattfinden kann. What's the problem with that logic? Was ist die Logik mit I'm dieser? saying too many things have happened. Was ist die Logik mit diesem? What's Das the, Problem mit what's the dieser problem Logik? with that? In the 1800s. No, Der- that's not the No? problem. Die Sterne sind auch. Repeat what you said, please. The stars fell and the dark day happened in the 1800s. Die Sterne sind in den 1800ern gefallen und die Sonne hat sich verfinstert. I'm saying our problem is what? What did I just say our problem was? Wenn ich sage, was unser Problem ist, was meine ich damit? Too many things have happened already. Zu viele Dinge sind bereits geschehen. All these things have happened and we're here. All diese Dinge sind bereits geschehen und wir befinden uns hier. What's the problem with that logic? Was ist denn das Problem mit dieser Logik? Es war bei den Milleriten war genau das Gleiche. Millerites were in the same position. Die Milleriten waren am gleichen Punkt. Too many things had happened Zu viele Dinge sind geschehen, for it to be backed out. als dass man sich da hätte wieder rausziehen können. And yet, Und doch it happened. ist es geschehen. So, if it can happen for them, Wenn es für die geschehen kann, it could happen for us. so kann es auch für uns geschehen. And we could get a new generation. Und es könnte eine neue Generation geben. But Aber within their line in ihrer Linie, and within our line, genauso wie in unserer Linie, what is fixed? ist was festgelegt. What did Ellen White say the delay would be? Was What's going to get delayed? wird denn sich verziehen? Good. Die Wiederkunft. So,
What must be fixed? Was muss also feststehen? Good. Die Wiederkunft. So it was fixed here, second advent, Hier ist es festgelegt and it has to be fixed in our line. und es muss in unserer Linie feststehen. So we need to understand how we would conceptualize delays. Wir müssen also verstehen, wie wir einen Verzug erfassen oder verstehen. Jesus gives this impression. Jesus gibt hier einen Eindruck, Ready or not, it's coming. ob du vorbereitet bist oder nicht, die Wiederkunft kommt. Whether it's many or few. Ob es viele oder wenige sind. But one thing we always know, Aber eines wissen wir immer, whether you go to the last part of Matthew 24 ob du nun zum letzten Teil von Matthäus 24 gehst or the whole of 25, oder das ganze Kapitel 25, one thing we know is what? eines wissen wir immer. You'll always have not the fixed dates. Es gibt immer festgesetzte Daten, nein. Let me show you the parable of the fig tree. After that, then it says, Gleichnis vom Feigenbaum, danach heißt es, sorry? No, after that, after all of that, nein, then it danach. begins a number of stories and it continues into 25. Dann fangen einige Geschichten an und dann geht es zu 25 über. What's the story of Matthew 25? How many stories are there? Wie viele Geschichten gibt es in Matthäus Now 24? look in. How many stories are there in Matthew 25? Wie viele Geschichten gibt es in Matthäus 5, 3 24? stories, 3. all repeat and enlarge. Das ist alles Wiederholung und Erweiterung. And what do they all teach? Und was lehren sie alle? Of, Die Trennung von? you said separation? Of what? Trennung von. Good. 2 Menschenklassen. One thing we're promised, Eine Sache ist uns verheißen, there'll always be 2 classes. dass es immer 2 Klassen geben wird. Always. Immer. The last part of Matthew 24 teaches 2 are in the field, 2 are grinding. Der letzte Abschnitt von Matthäus 24 sagt, dass 2 sich auf dem Feld befinden und 2 mahlen. Sister Suellen, you agree there's 3 stories in Matthew 25? Stimmst du überein, dass es 3 Geschichten gibt? So there's 3. Es gibt also 3. Tell us the 3 stories. Nenne uns also diese 3 Geschichten. Story 1. Geschichte 1. We just did that one. 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. 24 oder 25? 5. That's Okay, Entschuldigung, 25, sorry. Matthäus, I meant 25. Matthäus 25. Also die 10 Jungfrauen. If you're looking, Sister Tamina, you can't answer. Go with from memory. Second story. Zweite About the Geschichte. talents. Talents. Die Talente. Okay, so how many groups are in that talent? Wie viele Story. Talente gibt es denn I thought there were actually bei den 3 Talenten? Wie viele Gruppen? at There's the 3. beginning, yeah. Es gibt 3. Name them. Jetzt bitte nenne sie. Oh man. Well, there was 1, 1, Einer. 2, and 3. 2, 1 Zwei. talent, 2 talents. Oh. Ein three. Talent, 2 Talente. No, not 3. Was there 5? 5 Five. talents. So somebody andere hatte had a 5 lot Talente. of talents, and somebody just had 2, and then one guy only had 1 talent. How many groups are there? Wie viele 3. Gruppen gibt es da? No? There's 3, but make them into 2. Da gibt es 3 Oh, Gruppen, make them aber into 2. Okay, because the guy with 2 talents and the guy with 5 talents invested them, der Mann mit den 2 oder 5 Talenten, and die haben sich that one just vermehrt. buried his. Und der mit dem einen Talent also er war einfach nur faul. 2 groups. 2 Gruppen. Third story. Dritte Geschichte. Is it the one about he left his son to watch the vineyard? War es der Sohn, der Mann, der seinen Sohn zur Aufsicht in den Weinberg geschickt hat? Sister Catherine? Sheep and goats. Sheep and goats. Das sind die Schafböcke und die Ziegen. Everyone have a look. Schaut nach. And then I'd like the 3 sections, the verse numbers. Dann hätte ich ganz gern die Versnummern da dazu. So everybody have a look. Depending on how you study, some people will find it better to write it down and look.
Some people just memorize it. Manche lernen das auswendig, für andere ist es besser, wenn sie es aufschreiben. So we've gone through this 3 times. I asked how many stories? 3 stories. I asked for each story. We had the 3 stories. Now we're going for the verses. Jetzt, wir haben uns 3 Geschichten angeschaut, um was es in denen geht. Und jetzt hätten wir ganz gerne die Versangaben dazu. If we did this 4 or 5 times, it'd be fixed in our minds. Wenn wir das 4 oder 5 Mal machen würden, dann wäre das in unseren Köpfen drin. And then all you need to do Was du dann noch machen musst, is just read Christ Object Lessons, 3 chapters, dann musst du nur noch die 3 Kapitel von Christi Gleichnisse lesen. and you're on autopilot. Dann bist du auf dem Autopilot. You can learn really some serious things about these parables once you get it layered into your mind and it's fixed there. Dann kannst du einige richtig gute Sachen lernen. Sister Tamina? Say something, or do you want the verse The number? verses. Okay. Ich will die Versangaben jetzt. 1 to 13, 1 And- bis 13, 14 to 30, 14 bis 30 and 31 to 46. 6? 46. und 31 bis 46. Everybody agree? Stimmt dem jeder überein? You want to say something? Sure. I was gonna say we have a hint for our generation that we're the last one because we can borrow the principle of the Midnight Cry message of failure, failure, success. Wir haben einen Hinweis dazu, dass wir die letzte Generation sind, weil wir uns die Geschichte des Mitternachtsrufs ausleihen können in Bezug auf Versagen, Versagen und Erfolg. The problem is, Das Problem dabei, I have to agree with you. ich muss dir übereinstimmen. No, let me explain. Also das sollte kein Problem sein, aber lass mich erklären. Elder Tess has given us a structure Tess hat uns eine Struktur gegeben, that, I'll say it in English now if you don't know the word, is unassailable. It Die- means you cannot attack it. die du nicht angreifen kannst. It's impregnable. Die ist unangreifbar. The problem is, Das Problem, if our generation failed wenn eine Generation fehlschlägt in 30 years, und 30 Jahre später some clever person would come, eine clevere Person aufsteht, like her, wie sie, and they'd come up with this whole new super logic, und sie dann mit dieser ganzen tollen neuen Logik aufkommen and they would comment on Elder Tess's work und sich dann Tess' Arbeit anschauen and show how great it was for her dispensation. und dann aufzeigen, wie toll die doch für ihre Zeit war. Now, I don't believe that can happen. Ich glaube jetzt nicht, dass das geschehen kann. If I did, Wenn ich es glauben würde, exactly, dann können we can go back to, our normal life. dann können wir zurück zu unserem normalen Leben gehen. They can't think that way. Sie können so gar nicht denken. This is the first time Das ist das erste Mal, for real also im echten Leben jetzt, in Earth's history that this could ever have happened. es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass the second coming could happen. Yes, the story ends. Das ist das erste Mal, dass diese Weltgeschichte hätte zu Ende gehen können. We read earlier, Vorher haben wir schon gelesen, who thought it was going to end? who thought, That Wer- the story was going to all end? wer glaubte denn, dass die Geschichte zu Ende geht? Die Jünger? Did you say? I just Oh, translate. translate. I thought you said, "Do I know?" No. You said, no, earlier, much earlier. Nein, viel früher noch. I don't want to say any more because I'll give it away. Adam und Eve. What's the question? Was war die Frage? Brain doesn't. Yes, I'm saying this is the first time in Earth's history that this story could have finished. Also ich sage, das ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass diese Geschichte hätte zu Ende gehen Who were können. the first people that thought the story was going to finish? Wer waren denn die Ersten, die gedacht haben, die Geschichte geht zu Ende? Adam und Eve. Adam and Eve. Adam und Eva. How's it going to finish? Wie würde sie denn enden? Für Adam und Eva? And Seth was going to be, no, Not Seth. not Seth, Go back back. to Adam and Eve. Uh-huh, They sin, yeah. Sie sündigen, Adam und Eva? no children. Keine Oh, Kinder? they didn't have children, yeah, okay. So they thought one of their children were going to. Which one? Sie, Well, Speak up, sie please. glaubten, dass einer ihrer Kinder sie erlösen würde. I'm not positive, but I'm going to say Cain, because he Ich was the glaube, oldest, Kain. wasn't he? Here.
No one can hear you. Well, I'm not that well versed in it, but if Cain was the oldest, then I guess they thought it would have been Cain. Also wenn Kain der Älteste war, dann glaube ich, vermute ich, dass es Kain hätte sein sollen. They think it's Cain. Sie glauben, dass es Kain ist. I don't know at what age. Ich weiß nicht, in welchem Alter. Maybe he's a toddler, Means. a young child, Also vielleicht ist er noch sehr jung. and they realize this is not going to work. Und sie stellen fest, das wird so nichts. Then it switches to Und dann Abel. geht es zu Abel He über. gets killed. Er kommt um. And then I don't know what they're thinking after that. Und dann weiß ich nicht, was sie danach noch denken. God gave him Seth to replace Abel. Yes. Aber es heißt es nicht, dass Gott ihnen Seth gegeben hat, um Abel zu ersetzen. But I don't know if by then they've already realized it's not their children. Aber ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt nicht schon bemerkt haben, dass der Erlöser nicht eines ihrer Kinder ist. Next group. Die nächste Gruppe, Sorry? Noah. Yeah, I think no, actually, they did happen, didn't it? Bei Noah ist But es they had ja this schon fast irgendwie... Small group. So I'm thinking Christ. In the time of Christ, Also there's ich hab- clear evidence for this one. Ich habe gedacht bei Christus, weil da gibt es klare Hinweise für. They think it's all going to come crashing in their history. Sie glauben, dass Christus in ihrer Geschichte kommt. We know that we have a number of evidences. Wir haben da einige Hinweise für. The one I'm going to go for. Den ich erwähnen möchte. Who am I going to go for, Sister Shemaine? Welchen will ich denn erwähnen? In the history of Christ, I know In der Geschichte Christi. we're not supposed to use that title, but in that line, In dieser Linie, which person do I want to? Paul? Good. We'll go with Paul. Good idea. also wir nehmen hier Paulus, das ist ein guter Vorschlag. How do we know they think Christ is going to return? Warum denken Sie denn, dass Christus wiederkommt? In the time period of Paul, In Yes. der Zeit von Paulus. they think Christ will return soon. Sie glauben, dass Christus bald No, I know that. wiederkommt. I'm asking you. Tell me why. How do you know they think that? What's your evidence? Ich Because frage, Paul warum, was ist dein Hinweis darauf? Warum denken Sie so? Because Paul tells them, don't think Jesus will arrive now. Weil Paulus ihnen sagt, sie sollen so nicht denken. I want to know what they're thinking. Ich möchte wissen, was sie denn denken. They are the last generation. Sie glauben, dass sie die letzte Generation sind. And why they're getting nervous. Und warum werden sie nun Because the time nervös? is longer. Weil die Zeit lang scheint. And what's happening. Und was When geschieht? the time is too longer, you lose an interest. Wenn die Zeit zu You lange ist, dann discourage. wirst du entmutigt, du verlierst das Interesse. Tell the Sister Kathy. Leute werden sterben. You lose your loved ones. Du verlierst deine Geliebten. So people are dying Menschen sterben and they're thinking this is going wrong und sie glauben, hier geht etwas verkehrt, because they were expecting Christ to come back in their history. weil sie Christus in ihrer Zeit noch erwarten. And then Paul explains, like you said. Und dann That erklärt was all Paulus, correct. so wie du gesagt hast. He says, don't worry, it's not going to happen now. It's not going to happen for a long time. Und er sagt, macht euch keine Sorgen darum, das wird für eine lange Zeit noch nicht geschehen. Sister Catherine? At least the book. Sag mir zumindest das Buch da dazu. For that reference. Sorry? For that Yeah. instance. 2 Corinthians? 2. Korinther. Sister Aileen? Sister Sue Ellen? Which one? First or second? I'm going to say second. Good. Ich sage 2. Thessalonicher, Can you finish it off, Sister Tamina? Second Thessalonians. Chapter 4. Kapitel 4. You asking me or telling me that you said that? Both. I think Okay, so if you're not sure, if you want to go for the verse, have a look. well, I didn't. Ich hätte dir ein find Ellen White the Zitat Bible gegeben. verse. Ellen White quotes it too easy Ellen White Zitate sind viel zu einfach It's also a and also reference- quite problematic. und auch viel zu kompliziert. Just give us a starting verse. I'm in
first one. Sag uns einfach den Anfangsvers. Verse 3. Vers 3. 2 Thessalonians 4:3. 2. Thessalonicher 4, Vers 3. There's actually no four chapters. I need to correct myself. It's chapter 2, verse 3. Es ist Kapitel 2, Vers 3. 2 Thessalonians 2:3. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. So 2 Thessalonians, it would be 2 and 2. So remember the chapter because it would match with the book number. 2, 2. Die Kapitelnummer ist hier die gleiche wie 2. 2, 2, 2? Thessalonicher. 2, Okay. 2, 2. So we're going to do 2, 2, 2. Also We wir can sagen really jetzt hier remember 2, it. 2, 2. Sister Aileen, can you read Kannst du das lesen, Aline? 2, 2, 2 for us? 3. She said 2. I trust her. If you need to read verse 2 and verse 3, then that's good. I have to put it in. If she says it, must be right. No. No, I'm serious. If you do 2, 2, 2, you remember it. Well, that's close, but Then no, you can it's just actually 3. then you can just go. 2 would be your introduction. So, Go ahead. Go for do what she said. 2, 2, 2. okay. That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Verse 3 also. Yeah. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Excellent. Das war 2. Thessalonicher 2, Vers 2 und 3. Sister Catherine, if I said to you, Wenn ich zu dir sage, Catherine, that thing, dieses Ding, what would I be talking about? über was rede ich da? Can you get that thing for me? Kannst du dieses Ding für mich hier identifizieren oder diese would you Sache? say? Was sagst du hier? What then? So you wanted to go to verse 3, Du würdest ganz gern hier zu Vers 3 gehen. and it says what? Was heißt es dann da? You want to go to verse 3, you've told us, Du hast gesagt, wir sollen zu Vers 3 and gehen. it says what? Und was heißt es dort? That, Day. which day? Welcher Tag? The second coming. Which verse? Tag des zweiten Kommens. 2. The Good. day of Christ is So at you were hand. right. It's 2, 2, 2. See? Also, du hattest doch recht, das ist Vers 2. 2, 2, 2 was the right one to go for because you need the day of the Lord to understand verse 3. Du brauchst Vers 2, um Vers 3 erklären zu können. Du brauchst den Tag Let's des quickly Herrn. summarize. Lasst uns hier zusammenfassen. We're going to conceptualize delay Wir möchten den Verzug verstehen, by using this idea of intergeneration. indem wir sagen, in one generation. Inter, from one to another. Indem wir sagen, Not in von einer Generation zu einer anderen Generation. So we don't mind intergenerational delay. Deswegen ist uns ein Verzug von einer Generation zur nächsten egal. I know we do the beginning and the end, Alpha and Omega, Ich weiß, dass wir hier Alpha und Omega sagen, but let's say that there's going to be another one. aber jetzt sagen wir mal, dass es noch eine weitere Linie gibt. Conceptually, Yeah. you're okay with that, Sister Tamina, yeah? Vom Verständnis her ist das in Ordnung für dich. We can have these delays. Wir können diese Verzüge kann es geben. You don't mind doing delay from one generation to another. Dir ist es egal, also für dich ist es kein Problem, wenn es von einer Generation zur anderen nächsten Generation einen Verzug gibt. I don't know how that can work. Ich weiß nicht, wie das funktionieren könnte. It doesn't make any sense. Macht für mich keinen Sinn. It shouldn't make any sense. Sollte für uns keinen Sinn machen. Why can it not make sense, Sister Tamina? Warum kann es keinen Sinn ergeben? Because you said it's a theoretical possibility. I get that. But why can't it make sense? Du sagst, es ist eine theoretische Möglichkeit, aber warum kann diese keinen Sinn machen? We would lose our sense to even be here.
Like, Wir what's the würden, purpose? We wir- would lose our purpose for being here. wir würden unsere Daseinsberechtigung verlieren. I like that answer. Ich mag diese Expand Antwort, on it. aber jetzt führ sie noch weiter aus. This work and giving the cry Was and ist, telling denn, people to come in. was ist denn der Sinn und Zweck von unserer Arbeit, dass wir hier sagen, Leute, schließt euch an, If If Christ wouldn't come in our generation, wenn Christus in unserer Generation nicht kommen würde? he might not. if he might not come. Wenn er nicht kommen würde. If we said, Wenn wir sagen würden, could be 2, es kann 2 sein, could be 3, könnte aber auch 3 sein, what kind of people would we be? was für Leute wären wir denn? Bible phrase? What kind of people would we be? Gebt mir einen Bibelvers da dafür. Bible verse? I didn't hear that. Double-minded. Wir wären, List the book. Good. wir wären Menschen mit die auf 2 Seiten hinken. Sister Shemaine? Book of James? Buch Jakobus, I don't know. Sorry, what did you say? 5:17, but No. it's not Do you there. know, Sister Kathy? I thought it was 4:12. Good. We'll go with chapter 4, but we won't go with chapter 4. We'll go Kapitel with 4 ist chapter gut, 1. 1. aber wir gehen zu Kapitel 1. I cheated. So that you know. Full disclosure. Okay, so we're going to remember this one this way. The verses are the same. Die Verse sind die gleichen. 18 and 48. You can remember those two numbers? 18 und 48 sind die gleichen Verse. James? Jakobus Good. 1, Vers 8 Good. und und Jakobus 4, Vers 8. James chapter 1, verse 8. Jakobus 1, Vers 8. What don't you understand, Sister Shemaine? Was wollen wir denn What I'm verstehen? doing or the verse? Sorry? Oh, but I repeat it for them. When Ich you don't hear it, I wiederhole, do ja. repeat. Sorry. I said, if we can remember it, Wenn wir uns daran erinnern können, if you remember the book James, you just do 18 and 48. wenn du dich hier daran erinnern willst, dann denke einfach bei Jakobus an 18 und 48. Das ist das First one? Gleiche. Jakobus 1, Vers 8 und Sorry, read it, 4, Alex. Vers Sorry. 8. Lese es für bitte uns. Double-minded man is unstable in all his ways. Stop there. Tell us what that means in our context. Bitte sag uns, was das in unserem Kontext bedeutet. We're flip-flopping. We don't That know. doesn't. People won't know what flip flopping is. It's an okay. international class. We have, we sway with the wind. We don't know. Also wir hängen unser Fähnchen nach dem Wind. Wir wissen es nicht. We're not firm. Wir sind nicht fest. It says all of the ways. What does that mean? Was bedeutet das hier, wenn es heißt, in all seinen Wegen? How can just one thing turn into all things? Wie kann denn eine Sache Because in they're alle connected. Sachen sich verändern? Sorry. They're connected. Sie sind verbunden. If you're wrong on one, you're going to be wrong. Wenn du eines falsch Genau. hast, dann hast du alles falsch. Quick thought, this is all what FFA does. Das ist doch genau das, was FFA tut. In their prediction, they're double-minded. In ihrer Vorhersage sind sie geteilten They give a Herzens. prediction, but at the same time, they have a backdoor where they could explain later on the explanation why it didn't happen. Sie geben eine Vorhersage und zur gleichen Zeit haben sie eine Hintertür mit einer Erklärung, wenn sie erklären, warum es nicht so geschehen ist. If you want to do that, Wenn du das machen willst, we were discussing a breakfast. I think it was today. ich glaube, es war am Frühstück, Give us a double-minded history. gib uns eine Geschichte, Premier one. und zwar die Hauptgeschichte, die geteilten Herzens ist, First time we started getting into a serious mess. wo wir das erste Mal in echte Probleme gekommen sind. Als Bewegung. I suggest 9/11. 11. September? Nein. With our movement, you mean now our side or them? Just everybody. Jeder. It could be so much. I'm not sure. Where we were double-minded. Wo wir
beiden Seiten waren. Don't help her. Nilo? Sonntagsgesetz? Double-minded means it's either got to be this one or this one. Doesn't make any difference. Who can tell? And everything gets destroyed if you do that. Geteilten Herzens bedeutet, ist egal, ob es das ist oder ob es die linke oder die rechte Seite, es wird alles zerstört. It's a tough question. Es ist eine schwierige So Frage. it's rare at breakfast. A bit more. Flesh it out. Of Hillary Clinton and Donald Trump. Also die Wahl um Hillary Clinton oder Donald Trump. I think, if memory serves me right, it's the first time we became double-minded. Ich glaube, das war das erste Mal, wo wir geteilten Herzens waren. Could be this, could be that. Es könnte das oder das sein. We don't know, Wir wissen es nicht. and it doesn't make any difference. Aber es macht auch keinen Unterschied. And it destroys Und everything. es zerstört alles. Before, it was 25-20 or death. Life and death message. Vorher war es die 25-20 oder Tod, eine Botschaft auf Leben und Tod. As soon as you get into the Sunday law history, Sobald man zur Zeit des Sonntagsgesetzes kam, it's option A or option B. da ist es Option A oder B. Remember that, Sister Shemaine? People are critical if you have a life and death message. Menschen sind kritisch dir gegenüber, wenn du eine Botschaft auf Leben und Tod hast. Because what if we're wrong? Was ist denn, wenn wir falsch liegen? 4:8. 4 Vers 8. Brother Jim, do 4:8 for us, please. Jim, kannst du 4 Vers 8 Draw lesen? nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Explain that. Erkläre das bitte für uns. In our context, Und zwar in unserem Kontext. you can't have our history and another one. Du kannst nicht unsere Geschichte und dann noch eine weitere haben. Say, it could be either one. Und dann sagen, es That would könnte be double-minded. die ein oder andere sein. Yeah. So that'd be double-minded because you've got two minds. Das wäre geteilten Herzens. So explain it what this would mean for us. Bitte sage uns nun, was das hier für uns bedeutet. Do the first part. Draw nigh to God, Yes. Naht euch zu and Gott, he will draw nigh to you. so naht er sich zu euch. That's kind of self-explanatory. Das ist doch selbsterklärend, oder? I like to give it in the context of our experience. Ich würde es ganz gern in Zusammenhang mit unserer Erfahrung bringen. So when you're looking at the time, Also wenn du you dir die need to Zeit, draw close to God wenn du dir die Zeit help find anschaust, the answer. sorry, You need to draw nigh to God to help find the answer. du musst dich zu Gott nahen, damit er dir hilft, die Antwort zu finden. Good. Cleanse your hearts, Reinige, your hands. reinig die Hände Clean your hands. und reinig die Hände. Don't sin. Bedeutet sündigt nicht. What is a hand? Was ist deine Hand? It could be a bunch of waymarks. Es könnten Good. einige Wegmarken sein. Not even just a bunch. Five. Es könnten nicht nur einige sein, Be sondern five waymarks. Very specific. Yeah. sehr genau könnten es 5 sein. So it can be the 5 waymarks, Könnten Ja. die 5 Wegmarken sein, which all need to be clean. die alle eindeutig rein sein müssen. And the hand is also a symbol of what? Die Hand ist auch ein Symbol von Action, Taten, power. Macht. When you grip hold of something, you have power over this thing. Wenn du etwas halten kannst, dann hast du die Kontrolle über dieses etwas. Rule of first mention. Die Regel der ersten Erwähnung. Sister Tamina? Which story is that? Welche Geschichte ist das? The rule of first mention, what story? Like a Bible story? Eine Oh, Bibelgeschichte the hand. meinst du? Oder ich meine mit der Hand? I want to quote Daniel 5, but that's not the first time, right? Ich hätte Daniel 5 gesagt, aber das ist nicht das erste Mal. Is it creation then? Book of Genesis. 1. Mose. What's the story? Oh, Was it's ist da die Geschichte? everyone's hand will be against him. Before that. Even before that? Davor, dass jeder gegen ihn Sorry? sein wird. Adam and Eve, when they took the fruit, Adam und Eva, als sie die Frucht nahmen. which means they grab hold of it, they have power over that fruit. Das heißt, sie haben nach der Frucht gegriffen. Sie haben die Macht darüber. We need to have a clean line. Du brauchst eine klare Linie oder eine gereinigte Linie. Purify your hearts, Reinige deine Herzen,
What's heart, Sister Shemaine? Was bedeutet Herz? Seed of emotion. Es ist, Seat of emotion. Good answer. es ist der Same der Emotion. Develop that. But it's not this answer you want. Yeah, it is. Develop it. Jetzt führe das weiter aus. In The which seat of way? emotion. Es ist der Same der Emotion. How are emotions created? Wie werden Emotionen geschaffen? We'll call them feelings. Wir nennen sie jetzt Gefühle. Okay, God gives the emotion to us Gott gibt uns die Emotion, because we are created as His image. weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. How are emotions created? Wie werden denn Feelings. Emotionen How are oder feelings Gefühle created? geschaffen? Oh, character, you mean? Emotion and feelings Thoughts. create, yeah, character. Thoughts and feeling equal Is- character. Is Gefühle what und Gedanken, Is Thoughts and feelings is character, she said. yeah, Gefühle und Gedanken ergeben den Charakter. You missed a word. what? Equal? Combined. If the thought and Thoughts and feeling, feelings is thought and feeling is, Gedanken und Gefühle sind, you mean, no, it's not bad or, I saw my other side, you raised it. no, it's not what you want. Moral Yeah, character. moral, yeah. sind Character, moral, moralisch. Okay, so if you're going to purify your heart, Wenn du nun dein Herz reinigst you have to clean up all your thoughts and your feelings. und du alle deine Gedanken und Gefühle reinigen sollst, Briefly, kurz gesagt, whose side are you on, Sister Shemaine? auf welcher Seite befindest du dich? which are between, In 1989. pardon, 1989. 1989. We don't care, but Whose side are you on? Auf welcher Seite bist du im Jahr And that is a 1989? lie. Und das ist eine Lüge. We discussed this. We discussed this off camera. That it's a lie that you don't care. You do. Es ist eine Lüge, dass es dir egal ist. okay, between the king of the south and king Just of give me the the answer. south, Gib mir einfach nur king die of the Antwort. south and north. Whose side are north, you on? Okay, Auf north. welcher Seite bist du? Can King you of name the the North. person? Kannst du die Person Amerika. nennen? 9/11. 11. September. Whose side are you on? Auf welcher Seite bist du? Between Islam and Just tell me whose side you're on. Sag mir einfach nur, auf welcher Seite du okay, bist. America. Amerika. So you need to purify your heart Jetzt sollst du dein Herz reinigen, because you seem overly biased toward America. weil du bist I see what, vorgeprogrammiert für Amerika. Ah, You biased. seem biased. Yeah, yeah, 2014. Whose side are you on? Im Jahr 2014, auf welcher Seite bist du da? the same. America. Das gleiche. It's America all the way through. Es ist immer Amerika. So you've got a big problem. Und jetzt hast du ein großes Problem. You're failing Du versagst darin. the test. Du versagst oder du bestehst den Test nicht. And we spoke about having clean hands. Und es spricht davon, dass wir reine Hände haben Your sollen. fingers are the first three fingers are already dirty. Und deine ersten zwei sind schon, oder ersten drei sind schon verschmutzt. Can we see that? Können wir das sehen? America, America, America. Immer Amerika. Was würdest du denn ganz gern wählen? You chose them. I didn't. I didn't choose anything. No, asking the teacher a question. I'm not supposed to, but asking you the question. What do I want to choose? Yes. The class is now ended. And we'll discuss it tomorrow. Und wir besprechen das morgen. Maybe you'll forget your question. Vielleicht hast du me bis write dahin it deine down. Frage vergessen. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. Lord, help us to be able to reconcile what we know to be true with what we think your word teaches us. Hilf uns, dass wir verstehen von dem, was wir glauben, was dein Wort sagt. So often we bring to our studies our own preconceived ideas. So häufig bringen wir mit in unser Studium unsere vorgefassten Meinungen mit rein. Our fears and our prejudices. Unsere Ängste und unsere Vorurteile. Help us, Father, not to be double-minded. Hilf uns, Herr, dass wir nicht geteilten Herzens sind. May we have clean hands and pure hearts. Mögen wir reine Hände und reine Herzen haben. We pray in Jesus' name. Und wir bitten im Namen Jesu. Amen. Amen.